Hallo Leute, herzlich willkommen bei Road Rarities. Sehr gerne möchte ich euch darauf hinweisen, dass am 16. Mai das 10. Meet and Greet Motorradtreffen im Motorradmuseum Forchdorf stattfinden wird. Themenschwerpunkt dieses Jahr wird sein, alles nur nicht original. Herzlich willkommen sind natürlich aber alle Motorradfahrer mit ihren Motorrädern aller Art. In diesem Videoclip möchte ich euch zunächst ein Stimmungsbild vom Meet and Greet Motorradtreffen aus dem Jahre 2025 zeigen. Themenschwerpunkt war damals italienische Motorräder. Viel Spaß damit! Welcome to Road Rarities. Ja, hallo liebe Motorradfreunde, wir sind heute in Forchdorf beim Museum, haben das 9. Meet and Greet vor uns. Heuer ist Schwerpunktthema passend zum Wetter, italienische Motorräder. Wir freuen uns auf schöne Guzzis, Laverdas, Ducatis, ein paar Wespen vielleicht, schauen wir mal was kommt. Was mich am italienischen Motor so stark fasziniert, ist, wie die Italiener diese Detailgetreuigkeit, diese Feinheit, was sie gehabt haben. Andere Motormarken aus anderen Ländern, Engländer, so sind wunderschöne Oldtimer-Motorräder, auch österreichische sind wunderschön, aber es fehlt einfach diese italienische Kunst dahinter. Für mich bedeutet die Faszination Oldtimer, einfach die Geschichte der damaligen Zeit am Leben zu erhalten, die Technik von damals. Also es ist unglaublich, die Leute haben damals mit nichts, heutzutage hat man Computer, CNC-gesteuerte Maschinen, heutzutage kann man alles bauen. Früher hatte man es nicht, früher musste man mit Handarbeit und wirklich schwerer Arbeit so etwas bauen. Und das ist die Faszination dahinter, dass man aus nichts eigentlich mit Handarbeit etwas Wunderschönes kreiert hat. Und generell die ganze Art, wie es arbeitet. Heutzutage ist überall Plastik drüber, das ist versteckt. Der Moped ist ein Gatschhupfer mit Plastik. Ich sehe nicht mehr, was da arbeitet. Ich sehe nicht einmal mehr die Kette. Da sieht man alles, wie die Ventile arbeiten, wie die Zündkerze. Da sieht man vielleicht einen Funken durch den Kerzenschuh durchschlagen ein bisschen. Oder BMW gehabt, eher Frucht ist. Wir haben eigentlich mit den Engländern begonnen und haben weitergesammelt. Brav Superior, Zenit, die großen, schweren englischen Motorräder. Und dann kam ein Italiener, die Moto Guzzi, die hinter uns steht. Und die hat uns fasziniert aufgrund des Designs. Wie kommt man zu sowas? Wie findet man sowas? Wie bist du zu der gekommen? Die haben wir schon relativ lang und sie war in sehr schlechtem Zustand. Und man sucht halt Teile. Über Laufe der Zeit kriegt man halt einmal alles. Dann haben wir halt angefangen, den Motor zu reparieren, gleitgelagerte Kurbelwelle, hat die Firma Eichinger im Waldviertel gemacht. Ich muss sagen, total super. Einen Kolben anfertigen lassen, schleifen lassen. Ja, neue Ventilfedern, neue Lager und dann hat schon Pumpe. Einer der schönsten Motorräder meiner Jahr wurde oftmals das schönste Motorrad der Welt. Ansonsten alles originaler Motorrad, also kein Sportauspuff dran. Höchstgeschwindigkeit eingetragen und war damals auch so ein Novum 301 km/h. Also man wollte über 300 km/h einen Typenschein haben. Und wer nicht dabei sein kann, wenn es laut wird, es nicht immer wieder, oder was vollständig dabei sein kann, braucht einen Mann oder echt
Jetzt kommt das Gegenstück vom Starten her. Sehr viel Konkurrenz praktisch. Wer darf denn bei uns noch heute begrüßen? Servus liebe Freunde, heute sind wir bei Meet and Greet. Das Thema dieses Jahr italienische Motorräder und Roller, wie wir heute hier sehen. Vespa Piaggio vom Herbert und eine Motobi von mir. Und der Helmut hat sich selber mitgebracht mit einer Zünder ab heute, aber trotzdem ganz fesch. Die Sonne, die über den Franz scheint. Lieber Franz, grüße denn nochmal herzlichen Dank, dass du dir die ganze Mühe gemacht hast. Super Veranstaltung. Faszination Motorräder, im Prinzip hat das bei mir angefangen, schon im frühen Jahr 68, 69 mit meinem Cousin. Und da habe ich ein bisschen Blut gelegt und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich mit meiner Frau auf dem Motorrad erlebt habe, ist hätte man anderweitig sicher nie erlebt, das war sie nie ausgegangen. Das ist die Faszination dahinter, einfach die Arbeit, wie dieses Drum arbeitet und wie man es früher produziert hat, sowas. Der Mutter ist auf Betzen hin. Wir haben ganz ein Münsterenden, also da hat es geraucht. Die Wunschpost. Danke. Danke, tschüssi. Komm, Hammer. Also, wir haben da einen Raum. Silbersocker. Treiben das in Tage. Das Motorrad selber ist eben von Augusta 800er. Wir sehen uns bei der Franzosenfahrt. Ja, da nehmen wir auch wieder was mit. Hat auch einen roten Tank.
besonders schön sind die Alten, die Oldtimer, die wirklich mit Faszination und mit wirklich Herzblut gebaut worden sind. Danke Katrin, danke Franz und die Katrin, wie Sie gehen jetzt vom Ausschlag oder hinunter. Danke Katrin, Ich werde jetzt bald 60 Jahre und wo ist die Jugend, die sich wieder mit Oldtimer beschäftigen werden? Man geht auf Flohmärkte, man geht auf Veranstaltungen, man trifft sich, aber die Jugend fehlt. Das ist halt ein bisschen eine Sorge auch, dass das verloren geht. Die Faszination der Jugend. Heutzutage, es ist einfach keiner mehr da. Alle schauen nur mehr aufs Handy und dass einer sagt, boah, so ein Moped, das ist sau cool, da kann ich herumbasteln. Das fehlt mir einfach heutzutage schon. Staatsmeister gewesen 1966. Grüß die Herren, danke für den Besuch. Ja, die schöne italienische Motorräder, da kann sich ja das Design doch noch sehen lassen. Die Veranstaltung ist wunderbar gelungen. Ich muss sagen, der heutige Tag war überragend. Wir haben nie mit dem Zustrom gerechnet, es sind die Leute begeistert. Ich muss auch sagen, auf der einen Seite, dass das, was wir in der Halle stehen haben, die italienischen Motorräder, wahrscheinlich nicht mehr zusammenkommt, dass so eine Galerie mit so seltenen Motorrädern auf einmal beieinander steht. Ja, haben wir es wieder geschafft. Mit den Grit ist Geschichte. Toll war es, tolles italienisches, zu die Fahrzeuge passendes Wetter. Ducatis, Laverdas, Moto Guzzis, Gileras, alles da. Rennmaschinen, Sonderzahl, viele Leute, viel Benzingespräche. Und jetzt gehen wir dann heim und pflegen unseren Sonnenbrand. Bis zum nächsten Jahr. Coming soon.